Servus Leute, wie sieht's aus? Habt ihr auch keinen Bock mehr auf die ständig steigenden Stromkosten? Also ich werde heute was dagegen machen. Mein Paket von der Firma Anker ist auch schon da. Da ist ein Balkonkraftwerk drin und es soll angeblich ganz einfach, ohne Fachwissen, durch jedermann installierbar sein. Das werden wir sehen. Jetzt zeige ich euch zuerst mal, was ich geplant habe. Das wird nämlich auch keine Standardausführung. Ja, kommt einfach mal mit. Das Balkonkraftwerk von Anker ist ja normalerweise ein Komplettset. Da sind alle Komponenten dabei, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Kraftwerk installieren kann. Man kann es zum Beispiel ganz einfach am Balkon befestigen, das wäre der Klassiker, aber das kommt hier bei mir aus optischen Gründen nicht in Frage, weil wir alles verglast haben. Oder man kann es auch auf der Terrasse abstellen, aber auch hier wird es mir zu viel Platz wegnehmen. Nee, ich habe eine bessere Möglichkeit und zwar hier das Vordach von meiner Terrasse. Das ist nämlich eine Fläche, die so nicht genutzt wird und die Lage ist auch optimal. Das ist nämlich komplett Südseite, das heißt, da knallt den ganzen Tag voll die Sonne drauf. Das Einzige, was bei meinem Flachdach nicht optimal ist, ist der Untergrund. Ja, ich muss das Balkonkraftwerk ja irgendwie sturmsicher verankern und da kann ich ja nicht einfach durchbohren. Da ist eine Schweißbahn drauf und wenn ich da durchbohre, dann ist mein Dach undicht. Das heißt, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Also die Standardbefestigung, die da dabei ist, die kann ich nicht verwenden. Aber da werde ich schon was finden. Ich lasse mir was einfallen. Gehen wir mal runter in die Werkstatt. Dass ihr auch mal seht, wie das Standardgestell von Anker aussieht, zeige ich euch hier mal ein paar Beispielbilder. Das kann man nämlich individuell an seine Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel für die Balkonmontage oder zum Abstellen im Garten oder auch auf der Terrasse. Und man kann natürlich auch den Neigungswinkel entsprechend verändern und so einstellen, wie man braucht. Mich bringt es in dem Fall jetzt leider nicht weiter, weil ich brauche Gewicht, nicht dass es mir die Panels oben vom Dach runterweht. Ja, ich habe jetzt bei meiner Recherche im Internet Betonfertigteile entdeckt. Die werden quasi Trägergerüst und Ballast in einem und das wäre doch für mein Vorhaben schon mal optimal. Was ich allerdings fast schon ein bisschen unverschämt finde, ist der Preis von den Elementen. Da kostet eins fast 70 € und die Lieferung 195 €. Und wenn ich das dann so grob überschlage, ja, da wäre ich ja bei mehr als 400 € für mein Gestell. Nee Leute, das mache ich selber und zwar zu dem Bruchteil von dem angegebenen Preis. Legt mal los. Die Gießform für meine Betonsockel, das ist eine ganz einfache Konstruktion. Die habe ich hier aus Styrodur gebaut, weil es sich einfach verarbeiten lässt. Man hat die Form schnell und unkompliziert gebaut. Man kann sie schnell ausschalen und die Form danach auch gleich wieder beliebig oft weiterverwenden. Zum Aussägen habe ich die Stichsäge verwendet und bei der Materialstärke von 12 cm habe ich mir natürlich ein XXL Sägeblatt besorgen müssen. Aber das hat gut funktioniert und danach habe ich dann einfach nur noch ein bisschen die Oberfläche nachgeschliffen, nachbearbeitet und dann war die Gießform auch schon fertig. Also ihr seht, das ging echt schnell, unkompliziert. Das bin ich so von meinen Projekten gar nicht gewohnt. Das war diesmal keine Herausforderung. Zum Betonieren verwende ich einen ganz normalen Betonestrich aus dem Baumarkt. Das ist für die Stützen vollkommen ausreichend. Und die Stützen, die habe ich mir von der Größe her so geplant, dass pro Stütze 40 Kilogramm Sack Betonestrich reicht. Ich denke, das ist vom Gewicht her gut dimensioniert, sodass die Stützen zum einen ein ausreichendes Gewicht haben und man sie aber auch noch allein handeln kann. Das ist ja auch wichtig, weil die müssen ja später auch noch aufs Dach geschafft werden. Eine Armierung habe ich diesmal hier nicht verwendet, weil es aus meiner Sicht nicht notwendig ist. Das ist ein massiv gegossenes Element und das hat später auch keine großen Belastungen zu erwarten. Von daher diesmal ohne. Nach 2 Tagen habe ich das Betonteil dann ausgeschalt. Ich habe hierzu die Schalungsform an 2 Stellen seitlich aufgeschnitten und dadurch kann man die Schalungsform danach dann gleich wieder zusammensetzen und sofort die nächste Stütze gießen. So, das wären jetzt hier meine 3 fertigen Elemente. Ich bin echt zufrieden, es hat reibungslos funktioniert und man kann sagen, pro Element ca. 45 Minuten Arbeitszeit und die Kosten belaufen sich beim Material insgesamt auf 40 €. Also da haben wir einiges gespart. Dann schauen wir uns jetzt zuerst mal die Komponenten an, die hier bei dem Balkonkraftwerk dabei sind. Das wären zum einen mal hier 2 von den Panels, das ist klar. Hier ist das Gestell drin, was ich ja in meinem Fall nicht brauche. Und da müsste die Elektronik und die Kabel drin sein. Ja, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dann schauen wir mal, ob der Aufbau wirklich so einfach ist, wie es vom Hersteller in der Werbung versprochen wird. Ich habe mich jetzt mittlerweile hier schon mal ein bisschen in die Anleitung eingelesen. Das ist recht einfach und ausführlich erklärt mit vielen Bildern. Ich denke, das ist allgemein verständlich. Also da muss man kein Elektriker dazu sein. Das ist kein Hexenwerk. Das bekomme ich auf jeden Fall hin.
Dann schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Komponenten an. Das wäre hier der Mikrowechselrichter. Der hat genau 600 Watt. Und 600 Watt ist die Grenze für Anlagen, die man als Laie noch installieren darf. Und alles, was höher ist, da braucht man dann einen Elektriker. Die Einspeisung ins Netz erfolgt dann über den ganz normalen Schutzkontaktstecker. Der wird hier so mit dem Wechselrichter verbunden. Und dann können wir oben die Paneele schon anschließen. Los geht's! Der Aufbau der Anlage auf dem Dach war dann eigentlich auch unkompliziert, würde ich sagen. Ich habe zunächst mal die Betonelemente aufs Dach transportiert, habe sie dann vom Abstand her genau ausgerichtet und danach die Panels aufgelegt. Die Panels werden dann mit so Befestigungsklammern, wie man sie auch auf dem Dach verwendet, einfach auf den Betonteilen fixiert, festgeschraubt und dann ist es eine bombenfeste Angelegenheit. Also ich denke, da brauche ich auch bei heftigeren Windstärken keine Bedenken haben, dass es mir die Anlage vom Dach weht. Jo, das ist bombenfest, das hält. Dann müssen jetzt nur noch die Panels angeschlossen werden. Die haben jeweils 2 Anschlüsse mit unverwechselbaren Steckern. Die werden am Wechselrichter angeschlossen, da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Und dann muss man nur noch den Schutzkontaktstecker in eine Steckdose stecken und dann kann man sein Kraftwerk in Betrieb nehmen. So Leute, die Anlage steht, die Sonne scheint, ab jetzt wird grüne Energie produziert. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, wie man die Leistung und den Betrieb von seinem Balkonkraftwerk überprüfen kann, das ist auch kein Hexenwerk. Also muss man sich lediglich die App von Anker auf sein Handy runterladen, die Anlage in seinem WLAN daheim registrieren und dann kann man die Daten in Echtzeit jederzeit von seinem Handy abrufen. Und das finde ich persönlich auch eine smarte Lösung, weil ein eingebautes WLAN haben auch nicht alle Hersteller. Also ich bin mir ja bewusst, dass es beim Thema Solarenergie viele geteilte Meinungen gibt, aber ich werde euch jetzt mal sagen, was aus meiner Sicht für das Balkonkraftwerk spricht. Aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung. 600 Watt Leistung sind auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt viel, das ist mir schon klar, aber man kann damit zumindest mit kostenloser grüner Sonnenenergie mal die Grundlast in seinem Haushalt ein bisschen reduzieren und zum Beispiel tagsüber einen Kühlschrank oder was damit betreiben, also Geräte, wo halt ständig laufen. Dann finde ich auch gut, dass das Ganze ein Komplettset ist mit allen benötigten Komponenten und dass man das auch als Laie ganz einfach und schnell selbst aufbauen kann. Das habt ihr ja gesehen. Also man spart sich einen Elektriker und ja, heutzutage einen Elektriker zu bekommen, das ist ja auch ein Problem, aber das ist ein anderes Thema. Bei der Installation ist man auch ziemlich flexibel. Ihr habt ja gesehen, dass es bei dem Montageset zahlreiche Möglichkeiten gibt, so ein Kraftwerk zu installieren. Der ganze Papierkram in Form von irgendwelchen Anträgen entfällt auch, weil man das Balkonkraftwerk lediglich bei seinem Energieversorger anmelden muss. Was ich auch noch sehr positiv finde, ist, dass das Balkonkraftwerk bei einer täglichen Nutzung auf eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren konzipiert ist und dass man von Anker eine Herstellergarantie von 12 Jahren erhält. Was für viele von euch wahrscheinlich auch interessant sein dürfte, sind die staatlichen Förderungen, die man aktuell bekommt. Für so ein Balkonkraftwerk bekommt man bei mir im Landkreis 200 € vom Kaufpreis vom Staat zurück. In anderen Landkreisen ist es noch deutlich höher, da bekommt man bis zu 500 €. Und wie es bei euch aussieht, da müsst ihr euch einfach mal erkundigen. Also das macht es aktuell auch sehr attraktiv. Ja, wie sieht's aus? Ich habe euch jetzt ziemlich viele positive Aspekte aufgezählt. Was ist eure Meinung dazu? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ob es für euch geeignet ist, das muss natürlich jeder für sich selber prüfen. Ob auch die Möglichkeiten am Haus dazu bestehen. Das ist letztendlich auch ein bisschen eine Einstellungssache, würde ich sagen. Ja, dann interessiert euch ja mit Sicherheit auch noch, was das Balkonkraftwerk Anker Solix RS40 kostet. Da läuft aktuell von Anker eine Frühjahrsaktion mit 10% Rabatt. Und wenn ihr es über meinen Einkaufslink hier bestellt, über den hier, dann kriegt ihr sogar 12% Rabatt. Natürlich müsst ihr dann auch noch die staatliche Leistung, die ihr beantragen könnt, von eurer Rechnung abziehen. Und dann müsst ihr euch einfach mal eine Gesamtrechnung aufmachen und entscheiden, ob es sich für euch lohnt oder halt nicht. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. In diesem Sinne wären wir dann heute auch mit dem Thema durch. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich hoffe, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet. Und wir sehen uns demnächst wieder zu neuen Videos, neuen Projekten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.